Mein Freund hat mir ein riesiges Wüstengefängnis gebaut und mich herausgefordert, daraus auszubrechen. Von außen besteht der riesige Kaktus aus normalen Blöcken. Innen ist allerdings alles in Bedrock eingebaut, sodass ich nicht einfach entkommen kann. Ich starte oben im Kaktus, gefangen in Bedrock und es gibt nur einen Ausweg. Kann ich es schaffen, die schwierigsten Räume und Rätsel zu meistern, um diesem Gefängnis zu entkommen? Und wir starten auf einem Sand stehend in einem Bedrock-Raum. Und da unten ist Lava, aber da sehe ich auch schon den wahrscheinlich Ausgang. Ich frage mich nur, wie wir da runterkommen sollen. Und wieso schwebt der Sand eigentlich? Da sieht man's. Der Sand ist auf einem Faden platziert und das ist auch gar kein normaler Sand, sehe ich jetzt gerade erst. Das ist Suspicious Sand. Das heißt, wenn der runterfällt, wird der kaputt gehen. Wenn ich jetzt also den String darunter abbaue, wird der nicht einfach landen und wir könnten da drauf fallen. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie tief die Lava ist. Da fließt die Lava auf jeden Fall raus. Und wenn ich mal ein bisschen ranzoome, dann sehe ich da eigentlich nicht wirklich was, außer dass es da um die Ecke geht. Also da ist kein Bedrock-Block. Hilft mir jetzt aber so direkt auch erstmal gar nicht weiter. Aber was könnte ich hier in diesem Raum sonst noch machen, außer das abbauen oder den Suspicious Sand abbauen? Habe ich vielleicht noch was im Inventar? Ich habe tatsächlich was im Inventar. Einen Pinsel. Und das macht direkt sehr viel Sinn, denn wir haben ja schließlich den Suspicious Sand und das ist ja fast das Einzige, an das ich rankomme. Das heißt, ich schaue jetzt erstmal, ob da was Schönes drin versteckt ist, was uns weiterhelfen kann. Ein Slime-Block. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Und damit haben wir direkt natürlich auch neue Möglichkeiten, aber auch keine besonders sicheren Möglichkeiten. Ich könnte jetzt hier runterspringen und hoffen, dass die Lava eben nicht mehr als einen Block tief ist und dann den Slime-Block unter mich platzieren, um zu landen. Oder um sicher zu gehen, könnte ich natürlich auch den Slime-Block irgendwo an die Wand platzieren und drauf springen, aber wahrscheinlich eher im Fallen, weil wenn ich den jetzt hier platziere, bringt mir eigentlich auch nicht wirklich viel. Aber ich hätte vielleicht auch gerne noch den String. Ich überlege gerade, ob es möglich ist, das beides mitzunehmen. Ich meine, wenn ich mich jetzt nicht zu weit an den Rand stelle, sondern eher noch so ein bisschen hier näher dran, könnte ich mit etwas Glück, wenn ich jetzt den String abbaue, den vielleicht noch aufsammeln. Ich meine, der Sandblock, der ist sowieso erledigt. Der wird unten kaputt gehen. Und wenn ich den jetzt einfach so abbaue, geht der natürlich genauso auch kaputt. Also das macht auch gar keinen Sinn. Ich glaube, ich würde jetzt versuchen, den String abzubauen, in der Hoffnung, dass ich den beim Fallen aufsammle. Und dann falle ich natürlich sofort selber runter und versuche mich dann irgendwie hier neben diesem Ausgang an der Wand zu saven. Ganz kurz vorher nochmal schauen, ob hier nichts oben sonst versteckt ist. Auch kein weiterer String oder sowas. Aber hier sehe ich gar nichts. Denn wenn ich einmal da runter gehe, gibt es, glaube ich, kein Zurück mehr. Okay, dann probieren wir das jetzt. Konzentration. Ich sollte aber auch nicht zu weit weg von der Wand. Ich springe ja nicht ab, sondern ich lasse mich quasi einfach fallen und muss dann bis zu der Wand rüberkommen. Oder ich stelle mich direkt so rum und baue den dann so ab. Ich hoffe, das klappt. Ich probiere es jetzt einfach. Ich baue den String ab und ich falle und ich habe den String und alles ist gut. Also so halbwegs zumindest. Wir sind unten. Ich habe ein neues Item und ich stehe auf dem Slime-Block und ich kann hier rausschauen. Und da sehe ich schon eine Tür auf jeden Fall. Da hinten haben wir eine Öffnung. Da ist noch eine Öffnung. Also da sind 2 Öffnungen und ich glaube, da hinten ist auch noch was. Da sieht es in der Mitte auch etwas anders aus. Allerdings haben wir hier auch die rausfließende Lava und hier ist direkt der Block. Also ich kann jetzt nicht hoch abspringen. Ist denn hier irgendwas in der Lava sonst versteckt? Ich muss jetzt irgendwie noch hier rauskommen. Ich meine, ich könnte die Lava jetzt hier mit abblocken, aber dann ist der String halt weg. Der wird halt relativ schnell droppen dabei. Oder ich baue den Slime-Block ab, während ich in der Luft bin. Also ich springe, baue den in der Luft ab und setze den da wieder unter mich, weil da könnte ich ihn an die Wand setzen. Oder ich vermute sogar, dass wir hier auf jeden Fall nur einen Block drunter haben, weil die Lava sonst nicht weiterfließen würde, wenn hier ein Loch wäre. Dann kann ich den Slime-Block theoretisch abbauen und da unter mich setzen. Damit blocke ich die Lava und lande auf dem Slime-Block. Und dann müssten wir da rauskommen und können den Slime-Block auch nochmal wieder aufsammeln. Aber auch das ist mal wieder viel zu schwer für den Anfang. Ich fand das jetzt eigentlich erstmal schwer genug, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, wir probieren es. Ich stelle mich hier an die Kante. Dann springe ich hoch, baue den ab und setze den hier wieder unter mich. Ist das ein guter Plan? Schreib jetzt mal in die Kommentare, was du an der Stelle gemacht hättest. Und lass natürlich gerne auch ein Abo da, wenn dir diese Escape Rooms gefallen und du in Zukunft keinen mehr verpassen möchtest. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich springe, baue den ab und setze den wieder unter mich. Oh mein Gott, es hat geklappt. Wir sind raus und betreten den nächsten und damit eigentlich ersten richtigen Raum, wo direkt ziemlich viel zu sehen ist. Ich möchte aber erstmal meinen Slime-Block einsammeln. Dann gehe ich hier möglichst weit nach hinten und baue den ab und habe ihn aufgesammelt. Dann haben wir damit den Slime-Block. Die Lava fließt wieder raus und wir haben einfach alle Blöcke aus dem Raum mitgenommen, außer dem Suspicious Sand. Aber da wüsste ich auch immer noch nicht, wie man den aufsammeln sollte. Und jetzt schauen wir uns erstmal die neuen Räume an. Wir haben hier wieder einen Lavasee, der allerdings auch ziemlich tief unten ist. Dann haben wir da in der Mitte Bedrock. Da hinten sehe ich ein gelbes Banner und in der Mitte ist auch noch ein Loch. Und vor dem gelben Banner sehe ich, glaube ich, ein Minecart. Ich verstehe hier aktuell noch gar nichts, aber ich hoffe, das ändert
ändert sich noch. Schauen wir erstmal in den nächsten Raum. Hier hatten wir auch noch eine Tür. Da haben wir... Oh mein Gott, ich bin über einen String gelaufen. Jetzt wurde der Piston ausgelöst und die Items wurden gedroppt. Wir haben einen Sattel und einen Item-Frame, in dem der Sattel befestigt war. Das Problem ist allerdings, dass ich jetzt einen 5-Minuten-Timer habe, bis die Items despawnen. Ich sollte mich beeilen. Ich schiebe die noch ein Stück weit nach vorne. Ja, das klappt. Und dann baue ich das mal ganz schnell erstmal ab, damit mir das keinen Stress mehr macht. Wir haben 2 Tripwire-Hooks und einen neuen Faden. Und wie gesagt, nur noch 5 Minuten Zeit, bis der Sattel und der Item-Frame despawnen. Ich sollte schauen, was wir sonst noch haben. Hier haben wir nämlich das Loch, was ich gesehen habe, mit einem Kaktus. Und hier haben wir 2 Sandblöcke. Eigentlich kann ich die jetzt auch schon mal abbauen. Wenn ich da rankomme, muss ich wahrscheinlich innerhalb der nächsten 5 Minuten da rankommen, sonst despawnt der Sattel. Und ich habe wahrscheinlich den Escape Room sowieso nicht geschafft. Dahinter ist erstmal nichts. Das ist beunruhigend. Und hier hinter ist Wasser. Kann ich den einen Sand bekommen? Nein, der ist jetzt mit dem anderen da reingespült worden. Ansonsten sehe ich da auch nichts mehr. Da sehe ich aber noch was. Hinter der Wand ist eine Truhe mit Essen. Alles nichts durchgebratenes, aber nehme ich natürlich trotzdem sehr gerne mit. Ist dafür ziemlich viel. Also Essensproblem erstmal gelöst wahrscheinlich. Okay, und neben dem Kaktus ist außerdem noch Wasser. Und dahinter ist, glaube ich, auch noch Wasser. Einmal nochmal rangezoomt. Ja, dahinter fließt Wasser und auf der Seite fließt Wasser. Und da sehe ich aber kein Wasser. Allerdings natürlich auch kein Block, denn wenn ein Block neben einem Kaktus sitzt, wird er ja direkt getroppt. Das heißt aber auch, ich könnte ja einen Block davor setzen. Ich komme nämlich nicht an den Kaktus ran und ich bin etwas in Eile, weil ich diesen Timer am Laufen habe. Ich habe aber sonst keinen Block. Hätte ich den Sandblock bekommen müssen. Ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich die so rum abgebaut habe. Hätte ich die andersrum abgebaut, hätte ich den ja bekommen. Okay, jetzt ist es aber so, wie es ist. Ich schaue mal kurz, dass die Items noch da sind. Ja, noch ist alles gut. Ich würde sagen, ich habe jetzt gar keine andere Wahl. Ich setze jetzt den Slime-Block da rein. Ich hoffe, ich komme jetzt überhaupt da dran mit dem Slime-Block, weil das ist ja auch ziemlich knapp. Aber so sollte der dahin platziert werden. Der Kaktus ist getroppt und kommt jetzt wahrscheinlich hier raus, oder? Ja! Mit dem Sand auch. Damit habe ich 3 neue Blöcke. Der Slime-Block ist jetzt allerdings weg. Der Sattel ist noch nicht despawned. Sehr gut. Und hier haben wir auch noch ein Loch, sehe ich gerade. Das macht auch direkt ziemlich viel Sinn. Ich habe ja den Sand und den Kaktus. Und ich habe die Tripwire-Hooks. Ich kann jetzt diesen Tripwire-Hook zum Beispiel da hinsetzen. Einen Sand drauf. Dann fällt der nicht runter und wir können hier weiterspringen. Und wenn ich jetzt hier wieder einen Sand hinsetze, kann ich darauf sogar den Kaktus platzieren. Weil wir hier ein Loch in der Wand haben. Ich möchte jetzt aber erstmal schauen, was wir hier haben. Wir haben einen Stick. Und daneben ist, glaube ich, noch ein Stick. Ich muss gleich mal schauen, was wir damit machen, aber ich würde mich jetzt erstmal hier hochbauen. Dann bekomme ich natürlich Schaden, aber wir sollten im richtigen Moment hier rüberspringen können. Wir haben eine Werkbank, 3 Sticks und ein Spawn-Ei von Caramel the Camel. Warum heißt das Kamel Caramel? Hinterfrage ich jetzt aber erstmal nicht. Ich habe nämlich absolut keine Zeit. Ich nehme hier alles mit und schaue, was ich craften kann. Eine Angel. Das ist es. Ich muss es ganz schnell machen. Ich muss jetzt einfach nur schnell machen, bevor die Items despawnen. Schnell wieder zurückspringen. Und dann schön mit der Angel hoffentlich den Sattel holen. Bitte sei noch nicht despawned. Der ist noch da. Ich habe es jetzt aber richtig eilig. Ich habe das Gefühl, ich sehe gleich, wie er despawnt. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ich glaube nicht. Moment. Ich probiere es mal aus. Ich gehe möglichst weit zurück. Nein, habe ich nicht. Das wird so knapp gerade. Kann ich jetzt bitte einfach diesen Sattel treffen? Ich bin an irgendwas dran. Ich glaube, ich habe aber den Item-Frame. Ich hätte lieber den Sattel zuerst. Aber das muss jetzt auch mit dem Sattel klappen, bevor der despawnt. Ich glaube, ich habe ihn. Oh mein Gott. Schnell den Sattel da rausziehen. Ich habe ihn. Alles ist gut. Wir haben den Sattel und damit können wir weitermachen. Und ich kann auch endlich nochmal kurz durchatmen. Das war ganz schön hektisch gerade. Okay, jetzt könnte ich hier wieder rüber. Ich habe da hinten auch noch gar nicht geschaut. Ich werde mich aber erstmal voll essen. Ich könnte aber vielleicht auch den Slime-Block irgendwie wieder bekommen, denke ich gerade. Kann ich den nicht jetzt so abbauen? Okay, dann landet der einfach da. Ich habe aber ja noch die Angel. Wenn ich den jetzt da rausgezogen bekäme, dann könnte ich den vielleicht auch noch aufsammeln. Aber irgendwie ist das hier alles ein bisschen zu eng, habe ich das Gefühl. Das scheint jetzt nicht so gut zu klappen. Ich glaube, das wird nichts und ich will die Angel nicht komplett kaputt machen. Hier haben wir außerdem auch gar nichts mehr. Okay, das sind die Items, die wir haben. Und ich habe ja auch noch die Werkbank hier hinten. Dann springe ich erstmal wieder hier hoch. Mit dem Kaktus kann ich ja auch hier an den Rand springen. Und die Werkbank könnte ich jetzt, glaube ich, aber nicht abbauen und aufsammeln. Wir haben zwar die Angel, aber das geht natürlich nicht, Items nach oben zu ziehen, sondern eben nur zur Seite. Und da haben wir tatsächlich ein Minecart. Das hatte ich schon von weitem gesehen. Das verstehe ich zwar nicht, aber da ist eins. Und da hinten ist das gelbe Banner. Und unter mir weiterhin nur Lava. Okay, ich könnte aber natürlich schauen, ob unter der Werkbank noch etwas versteckt ist. Denn ich kann jetzt aktuell eh nichts mehr craften. Darunter ist aber nichts mehr. Dann gehe ich einfach nur wieder hier raus. Ich könnte mit der Angel versuchen, das Minecart rüberzuziehen. Aber das würde dann wahrscheinlich einfach darunter fallen. Ich könnte aber auch mit Caramel the Camel versuchen, darüber zu springen. Ich meine, das ist ganz schön weit. Ich weiß nicht, wie weit ein Kamel springen kann. Aber ein Kamel kann ja nun mal so nach vorne dashen. Das
Könnte klappen, wird aber sehr knapp auf jeden Fall. Ich habe allerdings gerade auch eine böse Vermutung, warum da das Minecart steht. Ich möchte eigentlich Caramel the Camel nicht verlieren, aber wenn da extra ein Minecart an der Kante steht, könnte ich mir vorstellen, dass es nicht möglich ist, mit dem Kamel sicher darüber zu springen. Ich glaube, wir müssen vom Kamel in der Luft absteigen und uns ins Minecart setzen. Anders kann ich mir gerade nicht dieses Minecart erklären, was da hinten einfach so rumsteht. Aber das arme Kamel, das fällt dann einfach da unten in die Lava. Ich werde es jetzt auf jeden Fall erstmal hier spawnen und dann haben wir Caramel the Camel mit einem Sattel und dann könnt ihr eigentlich jetzt schon mal einen RIP in die Kommentare für dieses Kamel schreiben. Ob ich überleben werde, sehen wir jetzt gleich, aber das Kamel wird es auf jeden Fall nicht überleben, leider. Dann setze ich mich drauf, hole ein bisschen Schwung, dann lade ich das Kamel auf und wir springen rüber und absteigen. Und oh mein Gott, ich bin drin. Ich bin sogar gar nicht ins Minecart eingestiegen. Aber ich sehe gerade auch im Chat, dass mein Spielmodus auf Adventure Mode gesetzt wurde. Wie genau wurde ich denn jetzt überhaupt in den Adventure Mode gesetzt? Und ich habe auch gar nicht genau verstanden, wie ich es jetzt geschafft habe, hier rüber zu kommen. Saß ich überhaupt mal kurz in dem Minecart? Schreib es mal gerne in die Kommentare. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt selber gar nicht richtig gecheckt. Ich überlege jetzt aber gerade, ob ich das Minecart vielleicht noch abbauen sollte. Ich kann damit natürlich jetzt nicht fahren, denn wir haben hier keine Schiene drunter. Wenn ich das jetzt aber so abbaue, fällt es doch auch einfach nur runter, oder? Wir probieren es aus. Ich hab's. Okay, wir haben ein Minecart. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt nochmal benutzen kann. Und dann schauen wir einfach mal, wo es lang geht. Da ist ein Skulk-Sensor drunter. Ich glaube, deswegen habe ich den Adventure-Mode bekommen. Und wir haben hier überall Sand, den ich jetzt nicht mehr abbauen kann. Das heißt, wenn ich gesneakt hätte, hätte ich jetzt ganz normal den Sand abbauen können und mich wahrscheinlich hier hochbauen. Okay, ich sehe aber hier auch noch Suspicious Sand. Da frage ich mich gerade, ob man im Adventure-Mode noch den Pinsel benutzen kann. Kann man aber leider nicht. Dann schaue ich aber erstmal, wo es hier überhaupt noch lang geht. Da haben wir einen Ausgang, wie es aussieht. Da kann ich aber sonst noch nichts erkennen. Und ich habe gerade was gehört von hier unten. Ich glaube, das war ein Fuchs, oder? Können wir hier irgendwie nach unten kommen? Ich meine, ich kann den Sand ja natürlich nach wie vor nicht abbauen. Den Suspicious Sand auch nicht. Aber ich höre einen Fuchs. Okay, habe ich irgendwas übersehen? Können wir irgendwas hier doch noch irgendwie mitnehmen? Ich meine, ich könnte das Minecart, wenn wir oben eine Schiene hätten, haben wir aber natürlich nicht, könnte ich das Minecart ja auch irgendwie hier so hinsetzen und mich dann reinsetzen. Ansonsten habe ich eigentlich nicht wirklich irgendwas, was mir weiterhelfen kann. Mal davon abgesehen kann ich ja sowieso keine Blöcke platzieren. Ich bin ja im Adventure-Mode. Okay, wie kommen wir hier weiter? Ich kann natürlich jetzt nichts mehr machen. Kann ich irgendwie runter zu diesem Skulk-Sensor oder zu dem Fuchs? Da sehe ich tatsächlich noch was. Es ist so gut wie unsichtbar, aber wir haben da einen weiteren Faden auf dem Boden. Und auch im Adventure-Mode müsste ein String, wenn ich darüber laufe, den Block aktualisieren. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Sandblock darunter überhaupt schwebt oder nicht, aber es schadet ja auch nichts, da einmal drüber zu laufen, also probiere ich das direkt mal aus. Oh mein Gott, sieht das krass aus. Der Fuchs. Oh mein Gott, das ist kein Fuchs, das ist ein Wüstenfuchs. Und der heißt auch noch Dusty. Wir haben Dusty wiedergefunden. Weißt du noch, wer Dusty ist? Oh mein Gott, ich freue mich gerade voll. Wie krass ist das denn? Wir haben einfach in einem Bedrock Escape Room Dusty gefunden. Das ist so krass. Kannst du mir weiterhelfen? Hier ist aber auch noch ein Slime-Block. Und ein Knopf. Ich glaube, ich weiß, wie wir hier hochkommen. Und ich habe aber absolut keine Ahnung, wofür Dusty hier ist. Aber ich freue mich einfach drüber. Und ich verstehe jetzt aber auch, warum wir rohes Kaninchen als einziges Essen haben. Denn ich kann einen Wüstenfuchs, genauso wie Dusty auch, mit rohem Kaninchen füttern. Und so dann auch zähmen. Oh mein Gott. Ich habe einfach in einem Escape Room gerade einen Wüstenfuchs gezähmt. Und es ist nicht irgendeiner. Wenn du Dusty noch nicht kennst, ist das absolut kein Problem. Aber ich erinnere mich daran, wie ich mit Dusty gemeinsam damals den Sandwurm besiegt habe. Und deswegen freut es mich natürlich extrem, den hier mal wieder zu treffen. Jetzt kannst du erstmal aufstehen und ich will dich hier hochschleudern. Geht das? Komm mal mit. Stell dich hier drauf. Perfekt. Und ab geht's. Okay, das bringt mir aber noch nicht wirklich was. Ich könnte mich aber natürlich selber hier hochschleudern. Dann probieren wir das einfach mal und dann lande ich auch hier oben. Dusty muss jetzt aber auch noch mitkommen. Aber wenn ich jetzt weit genug weglaufe, müsste der sich doch mir hinterher teleportieren, oder? Probieren wir es einfach mal. Und er ist oben. Und ich kann übrigens auch den Ausgang sehen und ich komme nicht raus. Aber wir sind im letzten kleinen Raum angekommen. Und Dusty könnte sogar rauslaufen. Ich sehe hier allerdings auch noch einen Pisten, der diesen Block wegschieben könnte. Den ich übrigens auch einfach hätte abbauen können, wenn ich nicht im Adventure-Mode gelandet wäre. Bin ich aber, deswegen kann ich das natürlich nicht. Okay, dann haben wir hier die Druckplatte, die einfach aktiviert werden muss. Aber das geht natürlich nicht mit Items. Dusty, ich brauche deine Hilfe, du musst mich retten. Geh einmal bitte auf die Druckplatte und dann komm wieder weg. Und dann ist der Weg frei. Wir haben den Ausgang erreicht und wir stehen an der Seite des riesigen Kaktus. Und da unten haben wir natürlich ein 1x1 Feld Wasser.
in das ich jetzt also genau reinspringen muss. Also einmal konzentrieren und dann fallen wir raus aus dem Prison und landen im Wasser. Dusty ist auch dabei und geht schon auf die Jagd nach Kaninchen und wir haben es geschafft. So habe ich es geschafft und bin erfolgreich dem Wüstengefängnis entkommen. Wenn dir das Video gefallen hat, gefällt dir sehr wahrscheinlich auch dieses Video. Lass jetzt gerne noch ein Herz für Dusty da und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.